Was für ein Naturereignis. Die Donau. Wir sind unterwegs an einem der mächtigsten Flüsse Europas. Und zwar in Deutschland. Dort, wo die Donau noch jung ist und sich überraschend und geheimnisvoll zeigt. Das ist eine ganz, ganz wunderbare, herrliche Landschaft hier. Über 400 Kilometer begleiten wir die Reise der Donau. Von der Quelle in Baden-Württemberg bis nach Bayern. Wir besuchen Städte, deren Geschichte eng mit dem Fluss verknüpft ist. Machen einen Abstecher zum höchsten Kirchturm der Welt in Ulm und lassen uns von Regensburg verzaubern. Ja, ich glaube, genau so stellen sich viele von uns die Donau vor. Ein breiter, kraftvoller Fluss in prächtiger Kulisse. Aber hey, wir fangen ja alle mal klein an. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach der jungen Donau. Wir gucken, wo sie geboren wird, wie sie langsam in ihre Kinderschuhe wächst und sich dann zu einer richtigen Erwachsenen entwickelt. Und wir checken, was wir unterwegs alles erleben können. Kommen Sie mit. Unsere Reise geht von Donaueschingen in Baden-Württemberg bis ins bayerische Regensburg. Wir tauchen in die gewaltige Kulisse des Naturparks Obere Donau ein, den schwäbischen Grand Canyon. Wir besuchen Ulm und fahren von Donauwörth bis Neuburg an der Donau ein Stück des Donauradwegs. Ein atemberaubendes Erlebnis erwartet uns bei Kelheim in der beeindruckenden Felslandschaft der Weltenburger Enge. Donaueschingen. Ganz schön malerisch. Hier geht's los. Wir suchen die Quelle des zweitgrößten Flusses Europas. In dieser badischen Kleinstadt-Idylle. Hier beginnt die große Reise der Donau. Einmal quer durch Europa. Auf ihrem langen Weg geht dann hier über ins Delta und mündet im Schwarzen Meer. Es ist schon Wahnsinn, was dieser Fluss für eine Reise durchmacht. Jetzt gucken wir mal, wie klein er hier beginnt. Für manche ist das hier die Donauquelle. In direkter Nachbarschaft zum fürstlich-fürstenbergischen Schloss und der Stadtkirche St. Johann. Diese Einfassung der Quelle ließ Fürst Karl Egon III. Im Jahr 1875 errichten. Wir treffen Touristen aus der Schweiz, die genauso neugierig sind wie wir. Donaueschingen war für uns überhaupt kein, sagte uns nichts und darum sind wir mal hierher gekommen. Und jetzt haben Sie die Quelle hier gesehen? Ja. Was geht Ihnen dann durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Überhaupt keine Quelle. Also wir aus der Schweiz, wir kennen Quellen aus anders. Den Bergen, gell? Ja. Ja, Die kommen da so aus dem Berg raus und da, das ist eine Quelle. Aber hier, da kommt es irgendwo vom Boden, glaube ich. Die Quelle wird außerhalb sein. Außerhalb. Was heißt das? Wo genau befindet sich die Quelle der Donau? Darüber streiten sich seit Jahrhunderten Fürsten, Heimatforscher und Historiker. Denn tief im Schwarzwald bei Furtwangen entspringt die Breg. Sie gilt wissenschaftlich gesehen als Donauquelle, weil sie der Hauptstrang und damit wichtigster Zufluss in einem Netz von Rinnsalen ist. Ein anderer wichtiger Zufluss kommt etwas außerhalb von Donaueschingen dazu, die Brigach. Erst nachdem Brigach und Breg vereint sind, führt die Donau ihren Namen. Hier in dieser herrlichen Auenlandschaft soll der Ursprung der Donau liegen. Sie speist sich hier aus zwei kleinen Quellflüsschen und macht sich dann von hier aus auf die Reise. Und das gucken wir uns doch mal gemeinsam an.
Das ist so ein bisschen wie wenn hier der Vorhang aufgeht. Aus dem Wald direkt zum Donauursprung. Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. An dieser Stelle bewahrheitet sich der Reim, den hier schon jedes Schulkind lernt. Hier geht offenbar alles los. Hier beginnt die große Reise der Donau. Vom Ursprung hier sind es exakt 2779 Kilometer bis zum Donaudelta. Noch relativ klein schlängelt sich die junge Donau durch die Landschaft bis in den beeindruckenden Naturpark Obere Donau, auch Schwäbischer Grand Canyon genannt. Einer der mächtigsten Flüsse Europas steckt hier noch in seinen Kinderschuhen. Wir radeln weiter. Kurz vor Tuttlingen sind wir mit Gästeführerin Annemarie Atzroth verabredet. Sie ist hier aufgewachsen und wenn jemand diese Ecke der jungen Donau in- und auswendig kennt, dann Annemarie. Du musst bestimmt meine Wanderführerin sein. Hallo. Annemarie? Ja. Grüß dich, ich bin der Ramon. Hallo. Okay. Schön, dich zu treffen. Wie geht's dir? Gut, und dir? Bist du gut hier angekommen? Noch nicht verschwitzt, noch nicht müde? Es geht noch einigermaßen. Also, Aber wir haben richtig schönes Wetter, Dann- gell? Kaiserwetter. Kaiserwetter. Was steht da auf dem T-Shirt? Beim Nix doe sollt man nicht hurtle. Beim Nix da, sagt man nicht hudle, heißt das. Das heißt auf Deutsch, auch wenn man... Wenn man nichts tut, sollte man sich nicht beeilen. Jetzt wollen wir aber heute nicht nichts tun. Du willst mir was ganz Besonderes zeigen. Ich will dir was ganz Besonderes zeigen. Du hast ja jetzt beim Herfahren die Donau gesehen. Und jetzt zeige ich dir mal eine ganz, ganz tolle Facette der Donau, die du mit Sicherheit noch nicht kennst. Sehr gut. Wir radeln ein Stück flussabwärts. Annemarie verspricht uns ein weltweit einzigartiges Naturphänomen. Hier ist ja alles trocken. Ja, da ist alles trocken. Aber es ist doch die Donau. Das ist die Donau. Die wird im Sommer immer zum Wanderparkplatz. Wir können mitten durchs Flussbett spazieren. Ist alles trocken. Ein skurriles Phänomen. Gerade wurde die Donau geboren und rund 30 Kilometer von Donaueschingen entfernt verschwindet sie wieder. Sie macht die Biege, fließt in den Berg rein und geht unterirdisch Richtung Bodensee. Also sie sickert richtig ein. Die sickert richtig ein durch viele größere und kleinere Löcher. Der Geologe sagt Ponoren dazu. Okay. Aber das versteht ja kein Mensch, darum sage ich halt Löcher dazu. Aber das heißt, sie fließt unterirdisch weiter? Die fließt unterirdisch weiter, dann bildet sie die sogenannte Schwarze Donau. Schwarze Donau, das klingt spannend. Eine Parallelwelt tief unter uns, während es an der Oberfläche mittlerweile bis zu 200 Tage im Jahr trocken ist. Und es gibt noch mehr Spannendes. Durch den Bodensee fließt er rein und er nimmt dann auch ein Stück weit Donauwasser mit in die Nordsee. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die Donau der einzige Fluss ist weltweit, der gleichzeitig in zwei Meere fließt. Ins Schwarze Meer? Ins Schwarze Meer Und in die Nordsee. und in die Nordsee. Annemaries Augen glänzen, wenn sie über dieses verblüffende und einzigartige Phänomen erzählt. Ich habe hier im trockenen Flussbett als Kind, als Fünfjährige gespielt, habe Ammoniten gesucht und auch welche gefunden. Ammoniten sind so Ammoniten Fossilien. sind Fossilien, versteinerte Tintenfische im Endeffekt. Und das Skelett, das Kalkeskelett, das bleibt dann über und man kann hier welche finden.
Dann hast du aber über die Donau ganz viel über die Welt kennengelernt eigentlich. Ja, ja. Die Donau ist ja so ein richtig internationaler Fluss. Fließt durch so viele Länder. Kein Fluss fließt durch 10 Länder. Es gibt längere, es gibt größere, bedeutendere angeblich. Aber für mich ist die Donau das Wichtigste. Zeitlebens hat Annemarie eine besondere Beziehung zu ihrer Donau. Hier war und ist einer ihrer Lieblingsplätze, auch wenn der Fluss monatelang gar nicht zu sehen ist. Einige Kilometer flussabwärts zeigt er sich wieder. Unsere Reise führt uns weiter in den schwäbischen Grand Canyon, den Naturpark Obere Donau. Eine Millionen Jahre alte Kulisse mit malerischen Orten. Ein Wander- und Kletterparadies. Wenn der Wasserpegel der Donau es zulässt, auch wunderbar zum Kanufahren. Auf manchen Felsspitzen stehen Ruinen. Vor fast 700 Jahren haben dort oben tatsächlich Menschen gelebt. Es geht mit der Bahn weiter. Wir nehmen den Regionalzug, der zwischen Tuttlingen und Sigmaringen pendelt. In Beuron-Tiergarten lernen wir einen geschäftstüchtigen Schüler kennen. Außerdem erkunden wir den fürstlichen Park Inzighofen. Während der Bahnfahrt kommen wir mit Zugbegleiter Helmut Brummer ins Gespräch. Ich freue mich immer, wenn ich hier meinen Dienst versehen darf. Und es sind auch immer sehr angenehme Fahrgäste. Ja, sind viele Urlauber unterwegs? Ja, viele Urlauber. Genau, und die sind meistens sehr angenehm und sind immer froh, wenn man ihnen dann hilft, ein bisschen mit den Fahrrädern und so. Wer hier Urlaub macht, braucht keinen Massentourismus zu befürchten. Es ist eine entspannte und doch hochspannende Ecke der Donau. Vor über 200 Millionen Jahren lag hier noch alles unter Wasser. War ja früher alles Meer und es ist einfach auch interessant, sich vorzustellen, ne, dass hier früher zum Beispiel Fische geschwommen sind und so. Ne? Also für mich ist das sehr interessant und auch wirklich auch wunderschön. Also. Das ist schon spektakulär, wenn der öffentliche Nahverkehr selber zum Erlebnis wird eigentlich. Ne? Ja, muss man sagen, ja. Und ich war früher 30 Jahre auf dem Bau und erst dann zu der Eisenbahn gekommen, hab's aber nie bereut. Warst du schon mal woanders an der Donau? Also als sie dann schon... Ich bin selber mal an der Donau entlang geradelt. Echt, wie weit? Von Donaueschingen bis Wien. So weit? Aber das war vor 30 Jahren. Damals kam ein Bericht in der Zeitung, dass der Donauradweg jetzt durchgängig ist, von Donaueschingen bis Wien. Ja. Und dann bin ich dann mal entlang gefahren. Wie lange hast du gebraucht? Eine Woche. Ah, das geht Und aber. ich war alleine. Ja. Und da war ich natürlich noch fitter wie jetzt. Das wird Aber jetzt auch schaffen. Also es hat unheimlich Spaß gemacht. Wenn du jetzt jemandem, der das hier nicht kennt, diese Region beschreiben wollen würdest, was würdest du dem sagen? Was würde ich dem sagen? Dem würde ich sagen, das musst du dir unbedingt mal anschauen. Du musst dir diese Donau anschauen. Du musst dir auch Sigmaringen anschauen. Sigmaringen ist ja auch wunderschöne Stadt. Sigmaringen schauen wir uns auf jeden Fall an. Und, so viel sei schon mal verraten, ein Stück Donau-Radweg fahren wir später auch noch. Eine gute Dreiviertelstunde dauert unsere Zugfahrt. Sehr empfehlenswert, um ins obere Donautal weiter einzutauchen. Und schon sind wir im reizvollen Sigmaringen, der ehemaligen Residenzstadt der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Das monumentale Schloss ist weithin sichtbar und überragt die malerische Altstadt. Von März bis Anfang Januar kann es besichtigt werden. Es werden auch Führungen angeboten.
Wir schauen uns einige Kilometer stromaufwärts in Beuron-Tiergarten um. Hier lebt und arbeitet Paul Beltle. Der 17-Jährige ist eine Hälfte des Tages Schüler und die andere Unternehmer. Paul macht in Öl. Er stellt sein eigenes Speiseöl her. Vor 5 Jahren, also mit 12, hat er damit angefangen. Als damals jüngster Ölmüller Deutschlands. Angefangen habe ich das Ganze ja gar nicht als Geschäft gedacht. Das war ja eigentlich so, ich habe ja immer schon viel selber gemacht, so Sauerkraut, Apfelchips und so in der Küche. Und da hat mir mein Vater 2018 zu Weihnachten so Ölmühle geschenkt, weil er halt denkt hat, da bin ich schön ein wenig beschäftigt. Und dann habe ich halt ganz klein angefangen und immer ein bisschen dazu und irgendwann halt dann auch verkauft. Mittlerweile beliefern ihn Bauern aus der Region mit wertvollen Ölsaaten. Wie Leindotter, Hanf, Raps und Schwarzkümmel. Das eigene Öl zu produzieren fasziniert Paul. In den vergangenen 5 Jahren hat er sich richtig reingekniet und sich auf seine eigene Art und Weise das nötige Fachwissen draufgeschafft. Es gibt natürlich Bücher, wo du da lesen kannst. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten lesen nicht so viel. Und ich bin da ganz oben mit dabei. Ich lese eigentlich gar nichts. Und ich habe dann halt einfach so angefangen, die meisten Sachen, Learning by Doing. Ja, wenn du das so gegen das Licht hältst, dann siehst du schön die Trübe noch. Gell? Das sind im Prinzip noch Reste vom Fruchtfleisch, von unserem Leindotter und vom Spelz mit drin. Und das ist aber gar nicht schlimm, das ist eigentlich sogar ein Qualitätsmerkmal. Paul ist inzwischen zum Ölprofi geworden. Und dann wird das so vermahlen. Mit diesem Gerät misst er die Feuchtigkeit der Ölsaaten. Also es dürfte maximal 9% Feuchtigkeit sein, sonst fängt mir der ganze Schwarzkümmel oder Maisat im Prinzip im Tank an zu vergammeln. Mal schauen, wie es beim Schwarzkümmel aussieht. 8,6%. Ist also gerade an der Grenze, dass ich nur lagern kann. Da sieht man jetzt auch schön, es hat alles vermahlen. Also das ist dann nur noch so ein grobkerniges Pulver, dass da auch schön die Feuchtigkeit im Kern gemessen wird und nicht nur an der Oberfläche. Du musst aber auch erstmal das Gerät ja kaufen. Das ist auch wieder Investition, kostet auch ein paar 100 €. Ich habe dann auch immer fleißig meine Oma anpumpt, komm, rück mal ein wenig Geld rüber. Ist aber natürlich alles inzwischen wieder zurückgezahlt. So spricht ein 17-jähriger Jungunternehmer. Mittlerweile steht die Ölmühle nicht mehr im Keller, die Produktion ist in einem extra Gebäude untergebracht. Die ganze Familie kann von der Ölproduktion leben und arbeitet auch für Paul, wie sein Vater Jürgen. Und läuft alles. Jo, Zeit. Sieht schon gut aus. In der Ölmühle sind alle eingespannt. Mutter Yvonne, Pauls kleiner Bruder Hannes und auch Onkel Mike helfen mit. Schon beeindruckend zu sehen, wie aus einem Weihnachtsgeschenk ein erfolgreiches Unternehmen wurde. Paul hat auch schnell gemerkt, dass selbst ein vermeintliches Abfallprodukt noch gute Dienste tut. Wir sind ja die Schwaben und wir wollen ja nichts wegschmeißen. Deswegen verwerten wir unseren Presskuchen ja im Prinzip komplett voll. Aus den groben Bestandteilen, also das Spelz, machen wir Pferdefutter. Das Feinere ist dann ein schönes Mehl für die Küche zum Backen. Und das ganz Feine nehmen wir als Protein für Vegetarier und Veganer. Und dann verwerten wir alles voll. Über nachhaltiges Produzieren diskutieren, neue Öl- und Gewürzkreationen testen. Das alles ist bei den Beltles eine Familienangelegenheit. Und glaubt man Mutter Yvonne, geht auch alles harmonisch zu. Das ist einfach das Schöne, das ist wie im normalen Betrieb, dass du einfach nur die Arbeit im Vordergrund hast, sondern wir machen auch privat ganz viel zusammen. Bei uns vermischt sich das total, die Arbeit und das Private. Und das schweißt auch die Familie richtig zusammen. Hier haben alle eine Aufgabe. Mutter Yvonne erledigt die Büroarbeit, Onkel Mike den Versand und Vater Jürgen überwacht die Produktion. Aber Chef des Ganzen ist Paul. Er hat das letzte Wort. Der Erfolg gibt ihm recht und wir machen alle gern mit. Und dann muss man eigentlich auch mal ein bisschen beugen und gucken, wie man es zusammenlöst. Aber wir sind eigentlich das Top-Team und ja, macht mega Spaß. Die Beltles.
Ein Familienunternehmen, bei dem der Junior mit 17 Jahren schon der Chef ist. Weiter geht's in der Natur. Diese Wälder und Auen gehören zum weitläufigen Besitz der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Wir tauchen ein in einen wildromantischen Ort, an dem die Donau noch zurückhaltend und verspielt wirkt. Der fürstliche Park Inzighofen. Ein Landschaftsgarten, der vor über 200 Jahren angelegt wurde. Wir treffen Dr. Edwin Ernst Weber. Er ist Historiker und Archivdirektor im Landkreis Sigmaringen. Und er kennt die Geschichte des Parks, der immer noch eine gewisse feudale Ausstrahlung hat. Das hat sich quasi die Upper Class, wenn man so will, zum Lustwandeln hier errichtet. Das war ursprünglich eine Domäne, also im Grunde genommen ein Reservat des Fürstenhauses Hohenzollern und seine Gäste, natürlich aus den entsprechenden ständischen Milieus. Bürger und Bauern haben hier allenfalls als Lakaien und dienstbare Geister was zu schaffen. Und erst dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird es einfach für das gemeine Volk geöffnet. Und da gibt es diese wunderbare Erlaubnisaussage des damaligen Sigmaringer Fürsten Karl Anton, dass das Lustwandeln in den hiesigen Anlagen allen ordentlichen Menschen gestattet und erlaubt würde. Allen ordentlichen Menschen? Allen ordentlichen Menschen. Und was musste man mitbringen, um ein ordentlicher Mensch zu sein? Sich ordentlich benehmen, vor allen Dingen. Das können wir. Und nur zu gerne lustwandeln auch wir auf den alten Pfaden des fürstlichen Parks, der zum Schlendern und Staunen einlädt. Wow. Das ist wahrscheinlich eins der Highlights hier, ne? Zweifellos. Wenn wir hier flussabwärts schauen, sehen wir auf den sogenannten Amalienfelsen. Du kannst es vielleicht erkennen. Ein Da steht's drauf, Doppelwappen, ein sogenanntes Allianzwappen. Und unten steht Andenken an Amalie Zephirine. Und dann kannst du noch eine Jahreszahl vielleicht erkennen. Boah, 1841? Genau, das ist ihr Todesjahr. Und diese Amalie Zephirine ist die Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen. Ist in Paris aufgewachsen, mit dem Erbprinzen von Hohenzollern-Sigmaringen vermählt und muss natürlich ihrem Mann hier nach Sigmaringen folgen. Sigmaringen ist damals ein Schloss mit Kleinstadt, keine 1000 Einwohner. Kannst du vielleicht vorstellen, von Paris nach Sigmaringen ist ein gewisser Übergang. Hat sie sich nicht wohlgefühlt? Die hat sich hier nicht ausgehalten und ist dann ein paar Wochen nach der Geburt ihres Sohnes, das hat man von ihr erwartet, des Stammhalters, künftigen Fürsten, einfach abgehauen. Hat dann mehrere Jahrzehnte in Paris gelebt und kommt dann eben nach 20 Jahren, 25 Jahren kommt sie wieder zurück. Sie wohnt nie mehr mit ihrem Mann unter einem Dach, also die finden irgendwie nicht mehr zusammen, sondern sie lässt sich dann hier in Inzighofen nieder, im ehemaligen Klosteramtshaus und lässt sich eben diesen Donauhangbereich zu einem grünen Salon, zu einem Landschaftspark umgestalten. Edwin Weber hat alles über den Park erforscht. Dabei hat er alte Illustrationen entdeckt. Es gab hier sogar einen parkeigenen Fährbetrieb. Und hier wurde diese Stelle markiert durch eine Schiffslände, dass man die auch gut gefunden hat. Da gab es sogar ein Wartebänkchen, falls die Fähre auf sich warten ließ. Und hier siehst du die Fähre mit einem Leitseil, das sie nicht abtreibt, das ist ja wichtig. Und diese Fähre verbindet die beiden Parkteile. Die Eremitage, so heißt der nördliche Parkteil, hier mit dem Hauptteil südlich der Donau. Okay, aber hierfür braucht man doch eigentlich keine Fähre. Naja gut, schau mal die Damen in Festtagsgewändern an, entsprechenden Kleidung. Da brauchst du natürlich, die wollen natürlich nicht ins Wasser fallen. Das ist immer eine adlige Gesellschaft, da wird ein gewisser Komfort und ein gewisser Luxus auch beim Donautransfer einfach vorausgesetzt. Ein wenig Etepetete. Unser Rundgang führt uns weiter zu einem spektakulären Bauwerk. Zur Teufelsbrücke. Die hier wurde angelegt im Rahmen dieser ganzen Parkanlage. Ja, ursprünglich war es ein Holzsteg. Kann man hier übrigens auch wunderbar sehen auf dieser historischen Abbildung von 1833. Schau mal, das ist hier die Höll, diese Schlucht, so heißt die. Das ist eines der Elemente im Park, die eben nicht von Natur geschaffen wurden, sondern von Menschenhand inszeniert wurden. Und da wurde eben diese gewaltige Schlucht, immerhin 20 Meter tief, 20 Meter breit, die wurde eben überbrückt von dieser Teufelsbrücke. Wir sind schon gut 2 Stunden im Park unterwegs.
Es wird nie langweilig. Wenn man meint, schon alles gesehen zu haben, erwartet einen nach der nächsten Biegung die nächste Überraschung. Das ist ja spektakulär. Ja. Von Natur geschaffen als Beitrag zum fürstlichen Park. Die Inzighofer Grotten. Tolle Akustik auch, ne? Das hat man so ein bisschen als Raststätte nach anstrengenden Fürstenjagden genutzt. Da waren also Bänke und Tische und ja, an den Wänden hingen wohl altertümliche Waffen und Geweihe. Das war richtig möbliert. Ja, ja, das war möbliert. Also wie eine Open-Air-Kneipe am schattigen Plätzchen. Für ein reserviertes Publikum natürlich. Edwin Webers Herz schlägt für die Geschichte des Parks und für seine Sehenswürdigkeiten. Es macht Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Zum Abschluss unserer Wanderung hat er noch ein Highlight versprochen. Schöne Tour, aber trittsicher muss man schon auch sein. Ja, ist eine Voraussetzung. So, ist doch was zum Abschluss. Oh, das ist aber schön. Toller Weitblick. Die Besonderheit oder eine der Besonderheiten des Parks sind die wunderbaren Aussichtspunkte. Und so die absolute Krönung ist hier natürlich das Känzele. Das Känzele, eine Aussichtsplattform auf einem steil aufragenden Felsen oberhalb der Donau. Aber weißt du was? Die Donau scheint immer noch so ein bisschen in ihren Kinderschuhen zu stecken hier, ne? Die mäandriert und das hat man zum Glück auch nicht reguliert. Ja. Ja. Wann wird sie denn größer und breiter? Oh, das dauert. Echt? Das dauert noch lang und ist auch nicht der Donau geschuldet, sondern im ersten alten Zufluss, der Iller bei Ulm. Okay. Da ist dann ein bisschen was möglich. Also ich will die Donau jetzt nicht kleinreden, ich wohne hier ja, aber hier ist es natürlich schon ein bescheidenes Rinnsal und ihr wisst ja auch, ihr habt es ja auch mitbekommen bei eurer Tour, es gibt auch ein paar Versinkungen, Ja, wo ja. dann gar nichts mehr Da ist sie dann in weg, trockenen Sommermonaten verbleibt. Hier sind im Grunde genommen eigentlich nur relativ schwach schüttende Zuflüsse. Und erst als die Alpen dann halt im Grunde genommen ihr Wasser liefern, dann wird es ein bisschen mehr. Schön. Bin ich gespannt, was unsere Reise noch zu bieten hat. Vom fürstlichen Park Inzighofen geht's ein Stückchen mit dem Auto nach Mingen. Dort erwartet uns im Naturpark Obere Donau eine Nacht im Freien. Anschließend besuchen wir Ulm und können uns auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt freuen. Also bisher ist das hier so richtig schön und idyllisch, finde ich, an der Donau. Und ehrlich gesagt frage ich mich seit Beginn der Reise, wie schön wäre es eigentlich, wenn man hier mal eine Nacht draußen verbringen könnte. Und jetzt habe ich es herausgefunden, es geht tatsächlich in sogenannten Trekking-Camps. Man darf hier wild campen und das probiere ich doch direkt mal aus. Auto geparkt und die Campingsachen geschnappt. Aber wo geht's jetzt lang? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Die Lage des Trekking-Camps ist nämlich geheim. Und so soll es auch bleiben. An verabredeter Stelle erwarten uns die Kontaktleute. Aha, da vorne, die beiden, die sehen aus, als würden die sich auskennen. Seid ihr hier meine Campbetreuer? Jawohl, wir sind die beiden Campbetreuer. Ich bin der Ramon, hi. Heike, hallo. Hallo Heike. Stefan. Hallo Stefan, schön euch zu sehen. Klasse, freut uns auch, dich zu sehen. Ihr seid normalerweise nicht hier vor Ort? Normalerweise empfangen wir die Gäste nicht, sondern die Gäste finden den Trekking-Zeltplatz anhand der Koordinaten, die sie bekommen über die Buchung, Ja. und verlassen das Camp selbstständig. Und es kann sein, man schaut mal vorbei, aber es kann auch sein, die treffen dort niemand. Das ist schön, dass ihr jetzt extra gekommen seid. Ja, genau, machen wir gern. Was erwartet einen denn in dem Trekking-Camp? Schöne Natur, Ja. Ruhe, Also kein Luxus. kein Kein Luxus. Luxus. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Okay, machen wir so. klar. Gerne. Auf geht's. Marschieren Hier wir. geht's lang? Genau, hier. Ja. Im Naturpark Obere Donau gibt es insgesamt 5 Trekking-Camps. Dass die genauen Standorte erstmal geheim bleiben, hat einen einfachen Grund: Naturschutz. Niemand soll dort einfach so sein Zelt aufschlagen. Du bist der Förster hier im Wald. Ich bin hier der Förster im Stadtwald Mingen und bin zuständig hier für die Waldbewirtschaftung. Also Wildcamping ist doch eigentlich jetzt nicht so gerne gesehen.
Das illegale Campen, das will man nicht. Das ist auch verboten bei uns nach Landeswaldgesetz. Aber diese Art des Campens, ich finde, das kann man schon unterstützen. Es ist ja ein Bedarf da von der Bevölkerung. Die wollen das ja auch. Und mir ist es ja auch wichtig, dass die Leute die Natur erleben und hier Natur kennenlernen. Und es ist auch ein Grund, warum man diese Camps anbietet. Nur was man kennt, schützt man. Also das heißt, bedeutet, die Menschen haben ganz andere Einstellungen zum Naturschutz und entwickeln das durch das. Und sie haben einfach die Möglichkeit, etwas Außergewöhnliches hier bei uns im normalen Wirtschaftswald auch zu erleben. Genau. Also das heißt, Natur erleben und Natur schützen ist nicht unbedingt ein Widerspruch? Nee, für mich nicht, genau. Es ist ja kein Massentourismus und es ist kein Mallorca im Wald oder Ischgl, sondern es ist hier ganz ruhiges Campen. Hier sind ganz wenige Leute. Es ist auch tageweise ist das Camp überhaupt nicht besetzt. Die Natur findet immer wieder ihre Ruhe. Dann kommt mal wieder jemand eine Nacht oder es sind auch mal mehrere Leute hier. Dann sind es ganz angenehme Menschen, die hier übernachtet. Die machen keinen Krach, die machen keinen Müll. Die geht wieder und das Camp ist jedes Mal, wenn jemand da war, so wie es vorher zurückgelassen worden ist. Zelten im Einklang mit der Natur. Eine tolle Möglichkeit für Campingfans, die immer schon mal legal im Wald übernachten wollten. Wir haben unser Ziel erreicht. Okay, stark. Platz für 3 Zelte, Tisch und Bänke, Feuerstelle, Trockentoilette. Das war's. Das heißt, ich kann mir jetzt hier eins von diesen 3 Plätzchen aussuchen? Genau. Nehmen wir doch die goldene Mitte, oder? Da? Super, klasse. Das sieht schön aus. Schön nah am Feuer. Während Stefan im Wald trockenes Holz fürs Feuer sammelt, hilft Heike beim Zeltaufbau. Ich habe jetzt hier so ein Wurfzelt dabei. Okay. Das soll ja einfach sein, ne? Sagt man. Sagt man? Ja, dann mach mal. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also ich glaube, hier hat es irgendwie... Wow, es geht schon los. Wow. Okay. Okay, guck mal, hier ist es verklippt. Gucken. So, der eine, jetzt der andere. Und? Ah, guck mal, hier ist noch ein Clip. So, und einer noch. Noch einer. Wow. Falsch rum. Was? Falsch rum? So rum. Wie? So rum? So rum. Hast du selber auch schon hier gezeltet eigentlich? Nee, ich habe hier noch nie gezeltet. Ich bin zwar gern draußen, aber übernachtet habe ich noch nicht hier. Aber kommt noch. Aber überhaupt schon mal gecampt? Ja, gecampt habe ich schon. Nur noch nicht im Wald? Noch nicht im Wald. Und wann ist dein erstes Mal dann? Schauen wir mal. Weißt du noch nicht? Nee. Dafür brauche ich erst ein Zelt. Hast du noch gar keins? Nee, ich habe noch keins. Kannst du gerne Okay, das von mir gerne mal ausleihen dann. okay. Aber ich erzähle dir dann erst mal, wie es war. Genau, Ehrlich so machen gesagt, wir ich habe das. so ein bisschen Sorge vor den Mücken und den Schnaken hier. Ja. Ich ziehe mir jetzt auch gleich eine Jacke an. Okay, ja, ich habe auch eine dabei. Das ist eine gute Idee. Ich mache hier mal fertig. Genau. Gut, und dann können wir uns ja vielleicht am Feuer es gemütlich machen. Ich habe so ein bisschen Teig dabei für ein Stockbrot. Dann machen wir uns ein bisschen was zum Abendessen. So, jetzt noch das Kissen. Schön, eine Lampe habe ich noch dabei, falls es dunkel wird. Mal gucken, ob es auch geht. Jawohl, passt alles. Jetzt noch schnell das Revier markieren, damit alle Bescheid wissen. So, jetzt ist das Zuhause perfekt. He? Aber ich ziehe mir mal was an, die Mücken kommen. Wir haben Glück und dürfen heute offenes Feuer machen. Wenn Waldbrandgefahr besteht, dann ist die Feuerstelle verschlossen und selbst der Gaskocher wäre dann nicht mehr erlaubt. Deshalb am besten auch an Lebensmittel für die kalte Küche denken. Seid ihr hier aus der Region? Nicht wirklich. Nee, wo kommst du her? Aus der Stuttgarter Ecke. Ah ja, also eher von der Richtung Neckar. Richtung Neckar, genau. Wie würdest du denn Neckar und Donau miteinander vergleichen? Das kannst du nicht wirklich vergleichen. Geht nicht? Keine Chance. Wieso? Ja, an die Donau kommt ja nichts ran. Also allein von der Länge, Ja. von dem, was man alles sieht an der Donau. Ja. Also das schafft der Neckar nicht so ganz. Bist du von hier, Stefan? Ich wohne jetzt schon 30 Jahre hier in Mingen. Aber kommen tue ich vom Schussental, das ist bei Ravensburg. Genau hier in der Nähe, 45 Kilometer weg, komme ich her. Und bin durch den Beruf hier nach Mingen gekommen.
Und dich hat's hier gehalten? Genau, ist toll. Fühle mich wohl. Genau. Was verbindest du mit der Donau? Hier dieses obere Donautal, wo wir direkt angrenzen, das ist eigentlich landschaftlich eine gigantische Gegend. Was sagen denn die Menschen, die hier bei euch eine Nacht verbracht haben? Ja, den Leuten gefällt es sehr, mit der Ruhe, mit allem. Also das ist, also wird sehr gelobt. Ist vor allem ein tolles Erlebnis für Familie. Also Kinder ist das was ganz Spezielles. Das Also vor allem für total. Stadtkinder. Wer hat das schon mal? Es ist Nacht geworden. Wie es sich allein im Wald wohl anfühlt? So sieht's hier drin aus. Eigentlich ein ganz lauschiges Plätzchen. Sieht schon irgendwie gemütlich aus. Es ist echt eine totale Stille. Jetzt zum Einschlafen ist das super. Aber ich habe schon mal im Wald übernachtet. Und da war es so, dass dann in der Nacht plötzlich wirklich so Krabbelgeräusche und auch undefinierbare Geräusche, von denen ich gar nicht weiß, von welchen Tieren sie gekommen sind, zu hören waren. Das war ein bisschen unheimlich. Mal gucken, wie es hier wird. Auf eine Nacht im Wald, ganz alleine. Gute Nacht. Ganz so schnell schlafe ich aber nicht ein. Es ist nicht ganz warm, ne? Es ist schon irgendwie kuschelig hier mit dem Schlafsack. Es geht auch von der Temperatur jetzt am Körper, an den Armen, das passt schon alles. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall eine Mütze mitzunehmen. Ich habe jetzt hier eine Kapuze, das geht auch. Und auf jeden Fall Socken anzuziehen, weil ich merke, wenn Kopf und Füße nicht bedeckt sind, dann wird es schnell mal kalt. Vielleicht hilft ja ein Feuerchen. Ich mache mir jetzt hier noch mal ein bisschen was zu essen. Soll hier irgendwo eine Stelle geben mit Brennholz. Man braucht ja noch eine gute Stärkung für die Nacht. Aha, okay. Also hier ist jetzt offensichtlich das Toilettenhäuschen. Können wir gerade mal reinschauen, mal gucken, wie es so aussieht. Ja. Gut, sehr urig und ursprünglich. Und hier nebendran, ah ja, hier ist wahrscheinlich das Brennholz drin. Beziehungsweise, das ist aber nicht besonders viel. So, dann machen wir uns mal ein bisschen Feuer, damit es auch schön warm ist, weil man sieht schon den Atem. Also ich glaube, wärmer als 10 Grad oder so sind das hier nicht. Es ist schon super ruhig hier draußen. Ich habe gedacht, dass ich viel mehr Geräusche höre. Aber im Moment gibt es eigentlich nur das Zirpen der Grillen und das Lodern des Lagerfeuers. Dann. Ich habe noch keine Tiere gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, ist das Grummeln von meinem Magen, weil ich das Stockbrot vermutlich nicht lang genug übers Feuer gehalten habe. Also, kleiner Tipp, denkt da dran, sonst grummelt es in der Nacht und macht es hier nicht ganz so angenehm. Obwohl die Luft ist sehr schön. Gute Nacht. Guten Morgen. Ah, krass. Das ist ganz nass hier. Das ist wahrscheinlich alles Tau von der Nacht. Hier auch.
Frühstück. Ein Müsli-Riegel muss reichen, denn die nächste Etappe unserer Tour steht an. Nach der Nacht im Wald geht's jetzt erstmal wieder unter Menschen. Schön war's. Unser nächstes Ziel ist Ulm, Heimat des höchsten Kirchturms der Welt. Das Ulmer Münster, eine mächtige Kathedrale im gotischen Baustil. In der Mitte der Donau verläuft in Ulm die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Wir bleiben aber zunächst noch auf der baden-württembergischen Seite. Für unsere Entdeckungstour haben wir uns mit Gabi Fischer verabredet. Sie ist gebürtige Ulmerin und brennt für ihre Heimatstadt. Zu jedem Winkel hat sie etwas zu erzählen. Gabi führt seit über 20 Jahren Gäste durch die Straßen und Gassen. Außerdem hat sie ein Hörspiel für Kinder über berühmte historische Ulmer Persönlichkeiten herausgebracht. Was macht denn dein Ulm aus? Da gibt es einfach ganz viele schöne Ecken, ganz besondere Menschen. Und ich mag es einfach hier. Und eben auch geprägt von der Donau, auch das Leben hier, gell? Also die Donau, die hat Ulm maßgeblich geprägt, weil das war ja wie eine Wasserstraße damals. Die hat auch das Geld nach Ulm gebracht, die Menschen verbunden, war viel Handel und heute sind viele Feste auf der Donau. Dann gehen wir doch mal ein kleines Stadtfest bei einem Rundgang feiern, oder? Dann machen wir das doch, ja. Ja, genau. Als erstes schlägt Gabi vor, eine Wegzehrung zu besorgen. Und zwar eine traditionelle Ulmer Spezialität. Hallo, Frau Zeiser. Servus. Ja, ich grüße Guten euch. Morgen. Hallo. Wie geht's auch? Gut. Gut. Euch auch? Ja, ich habe den Ramon mitgebracht und ich habe dem gerade vorgeschwärmt von eurem Zuckerbrot. Ja, Ich habe gesagt, schön. das muss er unbedingt probieren. Ja. Ich schaue mal, gell? Ich schaue mal. Geht bis ins 17. Jahrhundert der Chronik Ulms zurück. Und bei uns wird seit 185 Jahren im Haus gebacken. Und das ist ein Hefeteig, Ja. leicht gesüßt, mit Fenchel, Anis, Rosenwasser, ein bisschen Malaga-Wein ist drin. Das klingt ja fast schon orientalisch. Ja, genau, so ist es. Im Orient gab es ja Zucker. Und Zucker war sehr wertvoll. Und das wurde schon immer produziert mit echtem Kristallzucker. Und deshalb war das damals so wertvoll. Darf ich mal probieren, Frau Sie Zeiser? probieren jetzt mal. Ja? Ich habe jetzt ein bisschen Butter drauf getan. Okay, Weil wow. Butter, das ist geschmacksneutral. Man kann auch Honig dazu tun. Es riecht ein bisschen wie ein Uso. Ja, genau, durch Wie ein Schnaps Anis. eigentlich. Anis. In Festform. Das kommt durch den Anis natürlich, gell? Und wenn so hohe Räte in Ulm waren, die haben dann eben einen Rotwein gereicht gekriegt und dazu dieses Zuckerbrot. Der wertvolle Kristallzucker aus dem Orient hatte im 17. Jahrhundert eine halbe Weltreise hinter sich, bis er schließlich über die Donau nach Ulm kam. Ein Zuckerbrot nehmen wir uns mit. Mal schauen, wann wir die Zeit finden, es in Ruhe zu genießen. Dann bedanke ich mich. Also, Dankeschön. alles Gute, Mann. Alles Gute euch. Ja. Tschüss. Gabi führt uns weiter durch die Rabengasse. Und fast überall ist die Hauptattraktion der Stadt in Sichtweite. Und hast du einen Blick auf das Ulmer Münster? Ah ja, krass, da kommt's Ja. gerade raus. Wir steuern das bekannte Fischerviertel an. Auf dem Weg dorthin kommen wir am geschichtsträchtigen Schwörhaus vorbei. Zu diesem Balkon gibt es eine besondere Geschichte. Seit 1397 wird einmal im Jahr geschworen, da kommt der Bürgermeister raus auf den Balkon und er schwört dann allen Ulmern, ein gemeiner Mann zu sein, also den Armen und den Reichen. Ein gerechter... Ein gerechter Mann. Okay. Und hier findet kein Maus mehr Platz, hier ist alles voll, das ist ja klar. Das Fischerviertel ist ein ehemaliges Handwerkerquartier. Schiffsleute, Gerber und Donaufischer haben hier gearbeitet und gelebt. Es gibt so viele schöne Ecken und Blickwinkel. Man kann stundenlang umherschlendern und entdeckt immer wieder Überraschendes. Schau mal, Ramon, und das steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil das ist Haus? das schiefste Hotel der Welt.
Oh, jetzt sehe ich's. Siehst du das? Und Oh, zwar krass. war das nämlich so, das hat man nämlich erbaut auf Holzpfahlen und das Holz ist morsch geworden und dann ist das immer wieder abgesunken. Ja. Das hat von unten nach oben einen Überhang von 2,40 Meter. Und warum hängt da so ein Schlüssel raus? Dann siehst du einfach nochmal, wie schief das ist, als Art Lot einfach. Als visueller Ja, Hinweis quasi. ja, genau. Wenn du dich mit einem Bürostuhl hinsetzt, Ja, dann da rollt bist du der weg, wahrscheinlich da bist du direkt weg. weg. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, du liebst diese Stadt hier so richtig mit ganzem Herzen, ne? Ja, ich bin begeistert von Ulm, ja, muss man sagen. Also zum einen bin ich in Ulm geboren Ja. und zum anderen finde ich Ulm einfach eine unglaublich schöne Stadt. Die ist überschaubar, man kennt Ulm hier und es hat so viele schöne Ecken, so viel Kultur, so viele schöne Häuser. Und vor allem, ich mag das, dass man in Ulm hier so Pionierarbeit, dass das gewürdigt ist. Es gibt da ganz viele Pioniere in Ulm, die wirklich was geschafft haben. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht anders sagen, ich mag Ulm, finde Ulm toll. Welche Pioniere meinst du? Ja, zum Beispiel, also ganz allen voran natürlich der Schneider von Ulm, der Albrecht Börblinger. Was das für ein toller Kerl war. So toll, dass noch heute an vielen Stellen in Ulm an den Flugpionier erinnert wird. Zum Beispiel im Stadthauscafé. Schau mal, und das sind die Flügel vom Schneider von Ulm, vom Albrecht Börblinger. Zwar nicht die Originalen, aber ein originalgetreu nachgebautes Paar. Albrecht Börblinger experimentierte Anfang des 19. Jahrhunderts mit diversen Fluggeräten. Im Jahr 1811 versuchte er tatsächlich, über die Donau zu fliegen. Gabi führt uns an die Stelle des Geschehens von damals. Am Donauufer erinnern eine riesige Scherenskulptur und ein Aussichtsturm an Börblingers kühnen Flugversuch. Neben seiner Schneiderei hat er immer fliegen wollen. Hat auch Flugapparate entwickelt und ist auf dem Michelsberg längere Distanzen geflogen. Also er hat richtig fliegen können. Was meinst du mit Flugapparate? So wie Flügel, wie so feste Flügel, die er sich angeschnallt hat und damit also so halt durch die Luft gleiten wollte. Ja? Okay. Und das hat er auch geschafft. Ja? Und das Blöde ist halt, dass dann der König Friedrich nach Ulm kam und man wollte ihm ein Unterhaltungsprogramm bieten. Und dann hat man den armen Kerl gezwungen, quasi über die Donau zu fliegen. Weil der Friedrich, der war ja so sehr fett, so sehr beleibt, dass man den gar nicht zum Michelsberg gekriegt hat, wo der Börblinger mal geflogen ist. Also hat man gesagt, er soll über die Donau fliegen und dann könnte man ja alle entspannt hier zuschauen. Damit er zugucken kann. Damit er zugucken kann, der dicke König. Ja. Und dann war es aber so, dass der Börblinger gesagt hat, kann er die Distanz, kennt er, ist er schon öfters geflogen, ja. Aber er hat natürlich ein Gerüst braucht. Dann haben die Ulmer hier ein Gerüst hergebaut, hier genau. Und von dem Gerüst sollte er über die Donau fliegen und wollte auch fliegen. Und jetzt guckst du mal dann auf, der Turm, der hat genau die Höhe von dem Gerüst. Und das Pech war halt, der hat nicht gewusst, dass die Thermik da nicht funktioniert. Also er hat es nicht geschafft, er ist in die Donau geplumpst Ja, ja. Und wurde dann verachtet. Verachtet, aus der Stadt vertrieben, hat auch nicht mehr arbeiten gehen können dann, hat zu viel getrunken und hat also seinen Fuß nicht mehr ins Leben bekommen. Der starb in einem Armenhaus. Tragische Geschichte eigentlich. Ja, voll. Ich meine, der ist natürlich in Ulm, wird er heute gefeiert als Pionier. Aber leider hat er halt nichts mehr davon. Aber für mich ist das Größte. Wie sich das wohl angefühlt hat, oben auf der Startrampe? Wir steigen den Aussichtsturm hinauf. Ich glaube, mit Höhenangst ist das hier keine gute Idee. Wie mutig muss Börblinger gewesen sein, sich aus 20 Metern Höhe in die Tiefe zu stürzen und dabei bloß auf selbstgebaute Flügel zu vertrauen. Zum Abschluss entführt uns Gabi auf die Donau. Wir sind an Bord einer sogenannten Ulmer Schachtel, ein Nachbau der Donaufreunde Ulm. Diese Flachschiffe sind ein weiteres Markenzeichen der Stadt. Auf ihnen wurden schon vor Jahrhunderten Waren und Personen befördert. Auf Ulmer Schachteln wanderten auch Ende des 17. Jahrhunderts die sogenannten Donauschwaben ins damalige Ungarn aus, um dort verwaiste Gebiete neu zu besiedeln. Das sieht aus, als ob du da tanzt mit der Stange. Ja, immer die Frage, wer mit wem tanzt.
Momentan hat, glaube ich, ein bisschen das Ding, das Ruder, das Kommando. Aber das kriegen wir wieder hin. Du lenkst wirklich hier das Ganze? Das wird so 100% mit diesem Ding, mit diesem Balken gelenkt. Okay. Und du lehnst dich da richtig mit dem ganzen Gewicht ja. durch, ne? Ja, wir haben jetzt ungefähr ein Gewicht von 23 Tonnen und die wollen gesteuert sein. Hammerhart, okay. Ja. Aber ich würde sagen, nimm doch mal. Wirklich? Darf ich das mal ausprobieren? Ich bleibe in der Nähe. Okay, gut. Okay. Also wahrscheinlich ist es so, dass wenn ich mich hier hindrehe, du gehst geht's immer genau nach da, ne? Ja. Okay. Du gehst immer genau dahin, wo das Schiff nicht hin soll. Die Donaufreunde unternehmen auf ihrer Ulmer Schachtel immer wieder große Touren, sogar bis ans Schwarze Meer. Früher, als es noch keine Hilfsmotoren gab, trieben die Schachteln mit der Strömung flussabwärts. Das Steuern ist auch heute noch schwierig. Ich würde sagen, jetzt kommst du wieder zu mir ein bisschen rüber. Drück, nimmst die Hüfte und schiebst es ein bisschen rüber. So mit der Hüfte hier gegen? Ja, dann hast du wesentlich mehr Kraft. Okay. Boah. Ey, das fühlt sich total mächtig an. Ja, ist es auch. Ja, wirklich. Ich finde das hier ganz schön schwierig. Man braucht ganz schön Kraft, ne? Ja. Was ist die größte Herausforderung beim Fahren? An der Seite nicht reinzufliegen. Alles klar. Ich gebe mir beste Mühe. Ja. Bist du denn hier aus der Region? Ich komme aus der Gegend von Ulm, ja. Aus der näheren Umgebung. Das heißt, du bist doch mit der Donau so ein bisschen aufgewachsen? Ja, ich bin dann irgendwann einmal, hat es geheißen, hättest du nicht Lust oder sonst was in der Richtung mal zu fahren. Und ja, inzwischen sind es 32 Jahre. Dass du Schachtel fährst? Jawohl, damit ich seit 32 Jahren. Ist schon irgendwie ein besonderes Transportmittel, ne? Ja, es hat was. Einfach den ganzen Tag gemütlich fahren, die Natur genießen und das langsame Fahren, einfach die Natur auf einen wirken zu lassen. Gemütlich ist relativ, finde ich. Das entschleunigt total. Das stimmt, ja. Passend zur Entschleunigung und zum Sonnenuntergang gibt's jetzt noch ein Gläschen Wein. Vielen Dank für den schönen Tag hier in Ulm und an der Sehr Donau. gerne. Ach ja, fast vergessen. Da war ja noch was. Stück Zuckerbrot. Stück Zuckerbrot. Dankeschön. Gerne, gerne. Gehört in Ulm dazu, habe ich gehört, ne? Ja, klar. Klappt's? Vielen Dank. Gerne. Danke. Gerade du brauchst eine Stärkung. Ja, klar. Schwierigsten Stopp. Ja. Du auch noch ein Stückchen? Gerne. Und jetzt geht's auf den Donau-Radweg. Wir fahren von Donauwörth nach Neuburg an der Donau. Und danach zieht es uns weiter zum Kloster Weltenburg, wo wir die beeindruckende Kulisse des Donaudurchbruchs erleben. Donauwörth liegt an der Romantischen Straße, einer beliebten deutschen Ferienstraße. Hier endet, oder je nach Perspektive, beginnt die Via Claudia Augusta. Eine alte Römerstraße, die von der Adria über die Alpen bis zur Donau führte. Es ist traumhaftes Wetter. Perfekt, um auf 2 Räder umzusteigen. Und weil es sich in Gesellschaft besser radeln lässt, begleitet uns der Reiseblogger und Filmemacher Maximilian Semsch. Hallöchen. Hallo. Bist du Maximilian? Ich bin der Maximilian. Grüß dich. Ich bin Wir der sind zum Ramon. Fahrradfahren Hi. verabredet. Wir Hi, sind zum Ramon. Fahrradfahren verabredet, genau. Schön, Wie dich zu geht's dir? sehen. Mir geht's gut, wunderbar, danke. Sehr schön. Wo fahren wir denn heute hin? Wir sind in Donauwörth und radeln so 40, 50 Kilometer bis Neuburg an der Donau. Für dich ist es eine Aufwärmrunde wahrscheinlich, ne? Ja, aber es ist eine gute Tour, ja? Also guter Tageskilometer, den man machen kann. Du bist wirklich schon mal die ganze Strecke von der Donauquelle bis zum Schwarzen Meer gefahren? Bis zum Schwarzen Meer, bis zur Mündung, bis da, wo die Donau ins Schwarze Meer hineinfließt. Das sind doch locker irgendwie 3000 Kilometer oder Ja, so. genau. So 3.500 Kilometer waren das. Wie lange warst du unterwegs? Genau 2 Monate. Und wie lange fahren wir heute? Wir werden wahrscheinlich so 3 Stunden auf dem Fahrrad sitzen, schätze ich mal. Das Ja. klingt entspannter. Ja. Aber hast du da ein E-Bike? Ich habe ein E-Bike, ja. Das ist ja Wettbewerbsverzerrung, ey. Wir sind ja auch nicht bei der Tour de France, ja, sondern wir sind ja da, um Genuss zu radeln. Ja, Zum und wir sind Genusstradeln. nicht, genau, und sind nicht auf der Flucht. Na dann, peitschen wir los, oder? Peitschen wir los.
Erstmal raus aus der Stadt. Fühlt sich prima an. Radeln in wunderbarer Landschaft. Der Donauradweg weckt eindeutig Urlaubsgefühle. Eine wunderschöne Strecke. Allerdings, zwischendurch geht's auch ganz schön bergauf. Das ist überhaupt kein Kinderspiel. Das ist richtig anstrengend. Hinter dem Hügel wird's dafür rasant. Wie schnell sind wir? 37. 37 km/h. 40. 40. Meistens geht der Radweg aber entspannt an der Donau entlang. Bist du ein richtiger Weltreisender mit deinem Fahrrad eigentlich? Auf jeden Fall Rad-Weltreisender. 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 Wo warst du schon überall? Ich habe nach dem Abitur 3 Jahre Weltreise gemacht und habe da angefangen mit Bus und Bahn zu fahren und das wurde mir schnell zu langweilig. Und dann habe ich mir ein Fahrrad besorgt und dann nach 3 Jahren Weltreise mit Mitte 20 war die Entscheidung, was nun? Ja, entweder Omas Wunsch erfüllen und studieren und was Vernünftiges machen. Ich habe mich dann für die unvernünftige Variante entschieden, habe gesagt, ich mache das Reisen jetzt zum Beruf. Und wo warst du überall? Ich bin dann beruflich von München nach Singapur geradelt, einmal rund um Australien, durch alle 16 Bundesländer und unter anderem auch den gesamten Donauradweg. Und trotzdem ist der Donauradweg für dich immer noch ein spektakulärer Radweg? Auf jeden Fall. Also es war als junger Mensch, hat es mich halt erstmal ganz weit weggezogen, hinaus in die weite Welt, möglichst weit weg vom langweiligen, spießigen Deutschland. Ja, und mit dem Älterwerden dann hat man dann irgendwann festgestellt, hey, von meinem eigenen Land kenne ich irgendwie gar nichts. Ja. Und dann 2018, ich hatte halt 2 Monate Zeit und habe halt nach einem Radweg gesucht, den man schön in 2 Monaten machen kann. Und wollte nirgendwo erst hinfliegen müssen, sondern möglichst vor der eigenen Haustür starten, wenn es geht. Und so bin ich auf den Donauradweg gestoßen, nur so deshalb mit der Länge von so knapp 3000 Kilometern gut in 2 Monaten machbar. Gemütlich und war super. Ja. Du bist wirklich vom Ursprung. Ja, wobei, da geht es ja schon mal los, wo es gibt die Donauquelle nicht. Wirst du ja vielleicht bei deiner Reportage schon gemerkt haben. Ist ja auch ein großes Streitthema. Genau, ist ein Riesenstreitthema. Somit war ich sowohl an der Bregquelle, am Zusammenfluss Brigach-Breg und natürlich in Donaueschingen an der Donauquelle. Sehr gut. Und habe dann gesagt, das sind die 3 Quellen, sucht euch selber aus, ja, wo es losgeht. Und dann ging es ja, mehr oder weniger die 600 Kilometer durch Deutschland, dann weiter durch Österreich und ja, letztes Land war Rumänien. Würdest du sagen, der Radweg hat eine Infrastruktur, die so gut ist, dass man wirklich immer eine Übernachtungsmöglichkeit findet? Auch? Definitiv. Allgemein ist die Infrastruktur am Donauradweg natürlich so gut, dass man sowohl was jetzt die Begebenheiten vom Fahren her anbelangt, super vorankommt und auch Gastronomie, Hotellerie ausreichend auf dem Weg hat, sodass man sich da echt bei Natur keine Sorgen machen muss. Der Donauradweg ist auch verifiziert als 4-Sterne-Radweg. Ja. Da braucht es dann schon gewisse Kriterien, unter anderem eben auch, dass es regelmäßig fahrradfreundliche Unterkünfte gibt. Das heißt auch, da gibt es dann Fahrradabstellraum, Ladestationen auch Ladestation für die E-Bikes, Trockenraum, wenn es geregnet hat, dass du deine Klamotten trocknen kannst und so weiter. Und dass du eben auch nur für eine Nacht übernachten kannst, weil der Radtourist ja meistens am nächsten Tag dann wieder weiterfährt. Was mich so begeistert bisher auf der Reise ist, wie sich die Donau entwickelt. Total. Wie sie quasi von ihren Kinderschuhen immer, ja, weiß ich nicht, jugendlicher wird, dann irgendwie zum Teenager. Und dann irgendwann zum richtig großen Erwachsenen. Ja. Und was ich so faszinierend finde, gerade als ich zum Beispiel an der Bregquelle saß und da kommt dann so tröpfchenweise das Wasser aus dem Stein raus und du denkst dir so, hey, dieser eine Tropfen Wasser, ja, legt jetzt 3000 Kilometer zurück, bis er irgendwo im Schwarzen Meer verschwindet. Und irgendwie so einem ganzen Fluss mal von Anfang bis Ende zu folgen, war auch so ein Kindheitstraum. Ja, wollte ich einfach mal machen. Und irgendwie Flüsse faszinieren mich Ich finde es faszinierend, wie die sich da über die Millionen Jahre da durchgegraben haben durch die Landschaft. Ja. Respekt. Das muss man erst mal organisiert bekommen. Und dann auch noch durchhalten.
über 2 Monate lang permanent von morgens bis abends im Sattel zu sitzen und den kompletten Fluss bis zur Mündung abzufahren. Hat diese Reise mit dir auch irgendwas gemacht? Hat sie dich Ja, innerlich ich ein glaube bisschen verändert? schon, dass es mein Bild von Osteuropa verändert hat und muss sagen, wow, also gerade Serbien, Rumänien, Bulgarien, Schwarzmeerküste, das sind richtig, richtig tolle Länder. Und das Donaudelta ist ein einmaliger Lebensraum. Ja, 4.500 Quadratkilometer groß, Heimat von zigtausend Tieren, Pflanzenarten. Da hast du Pelikane. Ja. Die Donau teilt sich auf in 3 Hauptarme mit jede Menge Nebenarme und Seen. Und das ist wirklich ein absolutes Naturparadies. Und was war für dich hier in Deutschland die schönste Etappe, die schönste Strecke? Also so diese 30, 40 Kilometer vor Sigmaringen durchs junge Donautal. Felsen. Ja, genau, mit den hochaufragenden Kreidefelsen. Ja. Also das war auch so ein Streckenabschnitt, da war ich auch mit so offenem Kinn dagestanden und dachte mir so, wow. Ja. Ja, oder auch natürlich dann der Donaudurchbruch bei Kelheim, da kommst du dann wahrscheinlich die Tage noch hin. Der ist auch Hammer, also das hat mir auch zum Beispiel total super gefallen. Und natürlich so Städte wie Regensburg, Passau, das ist ja Kleinitalien. Ich bin gebürtiger Münchner und war bis vor 5 Jahren noch nie einmal in Regensburg. Ja, und mittlerweile gehört Regensburg so zu meinen Lieblingsstädten in Bayern. Was ist, als würdest du in so einer Filmkulisse unterwegs sein. Ist jetzt hier ein Plädoyer für Deutschland als Urlaubsland. Ne? Ich finde ja sowieso, also auf so kleinem Raum gibt es hier so viel Schönes zu entdecken in Deutschland. Oft zählen die unerwarteten Erlebnisse vor der eigenen Haustür ja auch zu den schönsten. Das ist eine ganz, ganz wunderbare, herrliche Landschaft hier. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist die Donau tatsächlich auch endlich ein junger Erwachsener. Jetzt ist sie richtig schön breit und ein waschechter Fluss. Bald haben wir unser Ziel erreicht. Wir nehmen Kurs auf Neuburg an der Donau. Ich glaube, wir sind langsam da. Fast 40 Kilometer. Ja. Bei prallem Sonnenschein. Bei prallem Sonnenschein. In der Hitze. In der Hitze. Die Renaissancestadt Neuburg an der Donau ist eine der ältesten Städte Bayerns. Und für viele auch eine der schönsten Städte im deutschen Abschnitt des Flusses. Das prächtige Residenzschloss prägt das Bild des gesamten Donauufers. Haben wir. Oh. Ich fand's gut. Also jetzt am Ende wurde es noch mal ein bisschen schöner. Ja, und ein bisschen geschwitzt haben wir doch auch, ne? Ja, das Auf und Ab am Anfang. Das war heftig. Vielen Dank, Max. Ja, ich hoffe, du hast es nicht bereut. Nee. Da kannst du dich flussabwärts freuen. Am Donaudurchbruch, da erwartet dich auf jeden Fall noch mal eines der großen Highlights an der deutschen Donau, definitiv. Das wird noch mal spektakulär. Das wird spektakulär, ja. Stark. Vielen Dank. Auf dem Weg zum Donaudurchbruch passieren wir zunächst Ingolstadt, eine der größten deutschen Städte an der Donau. Ingolstadt ist für seine monumentale Befestigung aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Das Reduit Tilly ist zentraler Bau der Anlage. Dort wurden Kanonen und Soldaten untergebracht. Auch im historischen Stadtkern sind viele Gebäude erhalten geblieben. Wir machen uns auf den Weg zu einem besonderen Highlight, der Donaudurchbruch im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge mit seinen gut 70 Meter hohen, steil aufragenden Felsen. Startpunkt
ist das Kloster Weltenburg. Die Abtei beherbergt die älteste Klosterbrauerei der Welt. Sie liegt idyllisch direkt an der Donau. Hier können Besucher auf kleine Boote umsteigen, durch den Donaudurchbruch direkt an den Felsen entlangfahren und so das Naturschauspiel hautnah erleben. Wir sind mit Franziska Jäger verabredet, die hier im Nationalen Naturmonument Weltenburger Enge arbeitet. Hallihallo, grüß dich. Habe die Ehre. Ja. Grüß dich. Machen wir heute eine Runde, oder? Gerne. Ja. Hast du hier jetzt gerade die Felsen im Blick? Die Felsen im Blick da oben, den ganzen Bereich, wo Vögel brüten oder halt auch allgemein so, was man entdecken kann vom Wald, von Felsen. Du bist eine waschechte Naturschützerin, ne? Ich arbeite bei einer Naturschutzverwaltung, also bei der Regierung von Niederbayern und bin hier angestellt für die Weltenburger Enge zuständig und ja, und das schon lange. Ich freue mich total, hier zu sein. Wir haben nämlich alle gesagt, das ist das Highlight auf der Reise entlang der Donau. Definitiv. Franziska nimmt uns gleich mit auf den Fluss. Und das wieder auf einem ganz besonderen Boot. Wir werden schon erwartet. Cooles Boot. Wie nennt sich das? Zille? Zille, ja. Okay. Hallo, servus, grüß dich. Grüß dich, habe die Ehre. Grüß dich. Ich bin der Ramon. Ich bin der Erwin. Grüß Hallo dich. Erwin. Willkommen an Bord. Vielen Dank. Du fährst uns jetzt ein bisschen die Donau entlang. Mach ich. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Ja, hallo, grüß dich. Ihr kennt euch gut, hä? Ja, ja. Wir sind immer im gleichen Gebiet unterwegs. Okay. Schön. Was erwartet uns denn jetzt auf der Tour, Franzi? Ja, also ich sage immer, der Donaudurchbruch ist ein Dreiklang aus Wasser, Wald und Felsen. Und dieses Zusammenspiel ist eigentlich das, was so besonders ist. Also die steilen Kalkfelsen direkt ins Wasser rein. Die Felsen haben hier alle Namen. Ja. Mit irgendwelchen Sagen, Geschichten und dazu. Und das ist halt, ja, kommen wir vorbei an feindlichen Brüdern oder Peter und Paul. Und die Donau ist halt immer wieder faszinierend, also aufs Neue toll. Hier ist tatsächlich ein außergewöhnlicher Hotspot der Donau. Das erkannte schon König Ludwig I. von Bayern und erklärte den Abschnitt 1840 zum Naturschutzgebiet. Was ist denn für dich so das Besondere hier an der Region? Eigentlich, dass jeder Tag anders ist. Also ich bin schon eine Weile hier tätig und wenn man hier unterwegs ist, ist es immer eine andere Stimmung. Mal mit vielen Gästen, mal ist man alleine unterwegs. Hier ist eine ganz besondere Pflanzenvielfalt, seltene Tiere, Felsbrüter, für die bin ich auch zuständig mit. Also der Uhu brütet hier oder der schnellste Vogel der Welt, der Wanderfalke. Ja. Und wenn du dich jetzt schon mal umschaust da oben, genau diese bizarren Formationen, das ist halt immer wieder zum Anschauen toll, finde ich. Ich werde hier ganz ehrfürchtig. Das hat es strahlt so eine Macht aus, irgendwie so eine Kraft. Ja. Finde ich. Das finde ich halt immer so besonders schön, wenn man dann mit der Zille auch unterwegs ist. Da ist man halt näher am Wasser. Ja. Und was weiß ich, mit dem freien Himmel über einem. Und man kann halt alles genau schön anschauen. Und ist halt immer wieder ein Ereignis, ja. Neben den Zillen pendeln übrigens auch größere Donauschiffe zwischen Kelheim und dem Kloster Weltenburg. Servus! Ja. Die kennen dich ja alle, Erwin. Ja, ja, da bin ich ja drauf gewesen. Ne? Ah, du bist die auch gefahren? Ja, ja. Ich bin einer, der wo alle fährt. So ein Springer, ne? Okay. Und was macht mehr Spaß? So ein großes oder die Nein, Zille? so eine Zille zu fahren ist, macht viel mehr Spaß. Man ist direkt mit den Leuten in Kontakt. Man kann sich unterhalten, in Ruhe. Ja. Und auch die erzählen manchmal was. Also, ist genauso wie beim Friseur schon bald oder so. Die erzählen ihre ganze Geschichte, die Lebensgeschichte. Ne? Aber du hast wahrscheinlich auch viel zu erzählen, oder? Ja, sicher. Man hat die letzten Jahre oder die Jahrzehnte, wo ich auf den Schiffen war, kann man schon ein Buch schreiben. Ne? Bist du hier auch ganz nah an den Felsen dran, ne? Das ist der Römerfelsen. Und der Römerfelsen hat eine Höhe von 100 Meter und 6 Meter Überhang. Schon beeindruckend. Und es wird noch besser. Vorwärts habt ihr einen schönsten Blick in den Donaudurchbruch. Tiefste und engste Stelle der Bayerischen Donau, ca. 20 Meter tief, 80 Meter weit.
Donau selber hat 120 Zuflüsse, ist der einzigste Fluss, wo von Westen nach Osten fließt und durchfließt 10 Länder. Von Deutschland führt sie ihr Weg über Österreich weiter. Durch die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und schließlich die Ukraine. Dieses Wasser landet irgendwann mal im Schwarzen Meer. Definitiv. Es ist schon spektakulär, was dieser Fluss für eine Reise auf sich nimmt. Gell? Ja. Was ist für dich die schönste Stelle der Donau? Der schönste Abschnitt? Unser Abschnitt ist der schönste. Ja, klar. Der schönste Abschnitt, auch wegen der vielen Details. Diese 3 Felsen im Wasser heißen die verfeindeten Brüder. Ich kenne das mit der Sage, dass die 3 Brüder sich gestritten haben um eine schöne Frau. Und dann ist das Boot gekentert und die sind ertrunken und sind an den Stellen versteinert. Und in Sichtweite dazu, hier dieser große Felsen heißt die versteinerte Jungfrau, oben auch mit einer Wetterfahne. Und wenn man genau schaut, ist es eine Meerjungfrau mit einem Spiegel in der Hand. Aha. Ja. Jetzt gleich auf der linken Seite. Das ist eine Einsiedelei von 1454 und da hat früher ein Eremit hier gewohnt, in den Höhlen. Jetzt siehst du schon die Höhle rausschauen und da oben drüber den Nikolaus und das dahinter, das ist die Höhlenkirche. Da ist der Nikolaus. Genau. Und was halt hier auch schön zu sehen ist, sind obendrauf die ganzen Flächen, was aussieht wie Wiese. Das sind die schützenswerten Magerrasenflächen. Und da wächst zum Beispiel der Diptam, der ist sonst im Orient zu Hause, also wo es richtig heiß ist. Auf den Felsköpfen ist es richtig heiß. Im Sommer, im Winter eiskalt. Und es geht halt immer ein Wind. Und alle Pflanzen, die da oben stehen, die haben sich halt genau dran angepasst. Also mit, was weiß ich, besonderen Mechanismen, ganz scharfkantig oder dicke Wachsschicht drüber oder ganz kleine Spaltöffnungen zum Verdunsten und so weiter. Orientalische Vegetation? Ja, der Diptam. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der brennende Busch aus der Bibel. Ah. So wird er auch genannt. Ja. Krautige Pflanze, ungefähr so hoch. Und wenn man hier lang wandert und es auf einmal so richtig wie so ein schweres Frauenparfüm riecht, so richtig zitronig-orangig, dann weißt du, der Diptam, der blüht gerade, ja. Das ist toll, das ist wirklich toll. Ja. In der Ferne sehen wir die Befreiungshalle in Kelheim. Ein Mahnmal für die deutsche Einheit. Von König Ludwig I. errichtet. Mittendrin in einem imposanten Naturparadies. An einigen Felsen darf in enger Abstimmung mit Naturschutzbehörden und außerhalb von Brutzeiten der Vögel sogar geklettert werden. Natascha und Simon sind erfahrene Sportkletterer und kommen regelmäßig hierher, wenn die Felsen in der Bischofsbucht freigegeben sind. Also es ist auf jeden Fall immer recht aufregend. Gerade hier in diesem Klettergebiet, da ist einfach alles recht anspruchsvoll. Das Spannende ist immer, man klettert von Haken zu Haken. Die Haken haben hier im Donaudurchbruch auch mal ordentliche Abstände. Und wenn du halt dann stürzt, dann geht es erst mal 8 Meter runter und dann natürlich fällst du am Haken vorbei, also geht es noch mal 8 Meter weiter. Also definitiv nichts mehr für Anfänger. Und wer meint, er kann in der Kletterhalle so schwer klettern, der wird hier keine Chance haben. Die Naturschutzbehörden achten streng auf die Einhaltung der Kletterregeln. Aber auch Sportlern wie Natascha und Simon ist es wichtig, dass niemand gegen die Regeln im Donaudurchbruch verstößt. Wenn man mal sich die Deutschlandkarte anschaut, wo es überall Kletterfelsen gibt und wo man tatsächlich klettern darf, dann muss man sagen, dass das hier wirklich auch was ganz Besonderes ist. Viele Kletterfelsen in Deutschland sind auch gesperrt worden von den Naturschutzbehörden, weil es einfach sehr viele schwarze Schafe leider auch gibt, das muss man sagen, die sich einfach an Regelungen nicht halten oder nicht gehalten haben. Deswegen sehen wir als Kletterer hier das wirklich als starkes Privileg an und versuchen das auch am Felsen, wenn wir andere Kletterer sehen, dass wir das dann auch weitergeben. Dass so einfach hier das Klettern hoffentlich auch in 100 Jahren noch möglich ist. Die beiden lieben die Action in der Wand. Ein herausforderndes Erlebnis.
Ich muss mich da echt immer gut konzentrieren und blende eigentlich so die Umgebung ziemlich aus. Ich höre schon so ein bisschen den Fluss, die Schiffe, aber eigentlich bin ich voll aufs Klettern konzentriert. Man hat beim Sichern das Leben des Kletterers in der Hand. Es ist total entscheidend, dass ich mit meiner vollen Konzentration immer bei ihr bin. Dieses Vertrauen, das hat man nicht sofort, sondern das baut sich meistens über Jahre auf. Und ich weiß genau, wenn ich mit der Natascha kletter, dann habe ich jemanden, der mich perfekt sichern kann, auf den kann ich mich verlassen. Und andersrum ist es auch. Ein Extremsport mit grandiosem Ausblick. Uns bietet der Kiesstrand am Kloster Weltenburg jetzt die Gelegenheit, in die Donau abzutauchen. Ist allerdings nur was für geübte Schwimmer. Die Strömung hat's ganz schön in sich. Eine wunderbare Erfrischung. Auftanken für die letzte Etappe unserer Reise entlang der Donau. Wir verlassen die Weltenburger Enge und fahren nach Regensburg. Bevor wir uns die Stadt genauer anschauen, machen wir einen Abstecher nach Donaustauf, zur Walhalla. Das Denkmal thront weithin sichtbar über der Donau. Hallo liebe Donau. Was für ein herrlicher Ausblick schon wieder. Ludwig I. von Bayern ließ die Walhalla als imposante Gedenkstätte errichten, um verdiente deutschsprachige Männer und Frauen zu würdigen. Der König war aber auch ein großer Griechenland-Fan. Und so erinnert der Bau an einen griechischen Tempel. Drinnen erinnern Marmorbüsten und Gedenktafeln an bedeutende Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Kant, Schiller und Goethe sind zum Beispiel hier ausgestellt. Alle 4 bis 5 Jahre kommen neue Köpfe hinzu. Wie andere Nationaldenkmäler in Deutschland wurde auch die Walhalla von den Nationalsozialisten für ihre Propaganda missbraucht. Eine Büste von Sophie Scholl soll klarstellen, dass die Walhalla damit nichts gemein hat. Eine Inschrift ehrt den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Unsere letzte Station an der Donau, Regensburg mit seinem berühmten Dom. Besonders reizvoll ist die gut erhaltene Altstadt mit ihren mittelalterlichen Türmen und Bauten. Obwohl die Universitätsstadt schon 2000 Jahre auf dem Buckel hat, ist sie augenscheinlich jung geblieben. Wir haben uns einer Stadtführung per Segway angeschlossen. Eine angenehme Art, sich durch die Gassen und Gässchen fortzubewegen. Unser erster Halt ist ein Stück Römergeschichte. Stadtführerin Birgit von Paczensky zeigt uns die Porta Praetoria.
Was ihr jetzt hier seht, war das Nordtor des Legionslagers Castra Regina. Und Castra Regina wiederum war ein römisches Militärlager, gebaut 179 nach Christus. Und was ihr jetzt hier seht, ist wirklich was ganz Besonderes in Regensburg, aber auch in Bayern oder in Deutschland, weil dieses Tor ist noch im Originalzustand erhalten geblieben. Optisch erinnert mich das hier so ein bisschen an Trier, an Porta Nigra. Das ist auch ein gutes Beispiel. Man muss sich so vorstellen, die Römer haben immer gleich gebaut. Dass wenn sie irgendwo anders hin mussten, dass sie sofort wussten, da ist das, da ist das und da ist das. Ne? Dass sie sich neu orientieren mussten. Regensburg ist seit 2006 UNESCO-Welterbe und gilt deutschlandweit als am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt. Wir steuern mit der Gruppe eins der Markenzeichen der Stadt an. Die Steinerne Brücke wurde gebaut im 12. Jahrhundert, 1135 bis 1146. Sie spiegelt das wider, dass Regensburg sehr reich war im Mittelalter. Sie war aus Stein gebaut. Man konnte sich leisten, eine Brücke aus Stein zu bauen. Das war ja das Besondere. Ne? Man konnte sicher die Donau überqueren. Und wenn ihr jetzt mal schaut, hier seht ihr die schöne Skyline von Regensburg. Herrlich. Und was seht ihr da noch? Viele Türme. Das sind bei uns hier die berühmten Patriziertürme. Ihre Blütezeit war um 1300. Vorbilder sind die toskanischen Patriziertürme. In Regensburg wurden sie mit Hilfe von Steinmetzen und Architekten aus der Region des Comer Sees gebaut. Den guten Handelsbeziehungen nach Italien sei Dank. Wenn ihr jetzt hier nach links bitte schaut, da seht ihr unten so ein paar Sonnenschirmchen. Was kann man da finden? Bei uns die berühmte Wurstkuchel. Was kann ich da kaufen? Von der habe ich gehört. Ja, die ist auch wirklich ganz bekannt, also weltweit würde ich sogar sagen. Ja. Was kann ich da kaufen? Das traditionelle Essen, die Rostbratwürstchen. Die werden auf Holzkohle gegrillt, gegessen mit süßem Senf oder Sauerkraut. Und das Besondere ist, dieses Rezept ist geheim. Man kann dieses Rezept nirgendwo anders kaufen. Und dieser Platz ist nicht nur beliebt bei den Touris, sondern auch bei den Einheimischen. Die Würstel müssen noch einen Moment auf uns warten. Wir fahren nämlich noch durchs Zentrum. Die Atmosphäre hier hat schon ein bisschen was Südländisches. Urlaub, Sonne, Dolce Vita in Bayern. Ich habe schon das Gefühl, es sind nicht alle Verkehrsteilnehmer begeistert von uns als Gruppe. Manchen gehen wir schon, glaube ich, ganz schön auf den Keks mit unseren Segways hier. Allerdings bekommen wir so auch in kurzer Zeit ganz schön viel zu sehen. Eine Geschichte hat Birgit für uns noch parat. Und um die würden sich heute ganz bestimmt die Boulevardmedien reißen. Wo wir uns jetzt hier befinden, am Heidplatz. Und wenn ihr mal hinter mir schaut, da seht ihr ein riesiges Gebäude. Und vom Ursprung war dieses Gebäude ein Patrizierhaus. Im 16. Jahrhundert wurde dieses Gebäude ein Hotel. Und in diesem Hotel haben viele Politiker übernachtet. Und im 16. Jahrhundert kam hier mal hierher Kaiser Karl V. Kaiser Karl V. hat dort in diesem Hotel Barbara Blomberg kennengelernt. Ja, sie muss wohl sehr schön gewesen sein, weil sie hatte sogar den Spitznamen Die Schöne. Also es muss wohl wirklich eine Augenweide gewesen sein. Naja, jedenfalls die beiden haben sich dort kennengelernt, haben eine Nacht miteinander verbracht und die Nacht hatte Folgen, denn Barbara Blomberg bekam ein Kind vom Kaiser Karl V. Tja, das ist eine Story. Da hatte also eine stadtbekannte Schönheit aus bürgerlichen Verhältnissen hier in Regensburg eine Romanze mit dem Kaiser. Das ist bei uns hier die berühmte Liebesgeschichte, die muss man einfach einmal gehört haben, sonst war man nicht in Regensburg. Also Kaiser Karl V. und Barbara Blomberg gehören mit dazu. Und jetzt fehlt nur noch eins: die Wurst. Die historische Wurstkuchel ist bereits seit über 500 Jahren in Betrieb. Der erste verbriefte Koch hieß Konrad von der Steinernen Brücke.
Heute heißt der Chef Andreas Meyer. Und er hat Stress. Ein typischer Samstagabend in der wohl ältesten Imbissbude der Welt. Ich bin der Ramon, grüß dich. Servus, Andi. Hallo Andi. Mir wurde gesagt, ich muss, wenn ich in Regensburg bin, unbedingt hierher zu dir kommen. Ja? In den Wurstkuchel? Die historische Wurstküche, also die Küche. Und deshalb auch die Wurstkuchel. Okay. Ist ein Mädchen. Ein prächtiges Mädchen. Ja, kleines Mädchen. Wann hast du es übernommen? Ich war als Kind schon da. Es war nicht so, als ob das unseres wäre. Es ist immer Familienangelegenheit. Immer Familienangelegenheit. Also meine Mutter ist noch gerade im Büro drin und mein Kleiner steht hinterm Tresen, läuft aus, weil wir zu wenig Leute haben. Aber sag mal, kann ich mir das so vorstellen wie so ein Imbiss für die Seefahrer, die hier vorbeigekommen sind? Donau, ja, auch die. Das war ja alter Hafen und es war keine schöne Gegend früher. Sumpfiges Gebiet, nicht befestigt. Hafen ist niemals so schön gewesen, heute auch nicht. Ne? Und was gab's damals? Immer deftige Sachen, weil die Leute haben körperlich schwer gearbeitet. Ja. Und da hat es immer deftige Sachen gegeben. Und irgendwann ist einmal das Würstel so als zentrales Produkt eingeführt worden und das läuft halt heute noch. Du arbeitest auch schwer, sehe ich, ne? Als Chef bist du auch 7 Tage dabei? Immer, echt? Immer da. Naja, auch viel Büro, wir haben auch viel Bürokratie. Das ist auch am allerwichtigsten. Ne? Das Wichtigste für uns ist jetzt eine Stärkung. Einmal das volle Programm, bitte. So, jetzt haben wir hier das Kipferl, die Würstel, das Kraut und das Senf. Ein richtig schönes, schlichtes, traditionsreiches Mahl. Das probieren wir doch direkt mal aus. Ehrlich gesagt, es sieht einfach ein bisschen aus wie Nürnberger Rostbratwürstchen. Aber hat eine große Tradition hier in Regensburg. Und vor allem ist alles aus eigener Herstellung. Vom Würstchen bis zum Kipferl, also dem Brötchen. Zünftig. Sehr lecker. Es wird Zeit, von der Donau Abschied zu nehmen. Über 400 Flusskilometer haben wir sie auf ihrem Weg durch vielfältige und malerische Landschaften begleitet. Komm, eine Wurst für den Rückweg geht noch, oder? Unsere Reise ist jetzt nämlich leider schon vorbei. Und ich finde, die Donau ist ein ganz, ganz beeindruckender Fluss. Sie beginnt so unscheinbar, prägt auf ihrer Reise dann ganz wundervolle Landschaften und hat die Städte, durch die sie fließt, immer schon reich und prunkvoll gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das da noch über 2000 Kilometer weitergeht, ist das ein sehr, sehr faszinierender Gedanke, finde ich. Danke, liebe deutsche Donau. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in einem anderen Land wieder. Bis dahin.